Herzlich willkommen zurück auf den YouTube-Kanal von Zigowit. Ich bin Tanja Hohenester, ich bin die Gründerin von Zigowit Grünteekapseln und auf diesem Kanal findet ihr wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse rund um Gesundheit und Lifestyle. Und heute habe ich einen sehr besonderen Gast bei mir und zwar Professor Sihuli. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich danke Ihnen. Sie sind ein sehr beschäftigter Mann und Sie sind ja auch der Leiter der Frauenklinik an der Charité. Und ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit und vor allem führen wir heute dieses Interview. Und zwar hat Ihre Klinik eine Anwenderbeobachtung durchgeführt und zwar mit Grünteekapseln und bei Frauen, die an Myome, also mit Myomen betroffen sind. Herr Professor Sihuli, vielleicht können Sie uns kurz erklären den Ablauf der Studie. Also sehr gerne berichte ich über diese Studie, weil auch für uns das ein Neuland war, weil wir natürlich alle grünen Tee mögen und wir aber das gar nicht so häufig in der Medizin untersuchen. Und ich bin ja schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Tumoren unterwegs und dazu gehören bösartige, aber auch gutartige Tumoren. Und die Myome sind einer der Krankheitsbilder, die die Frauen am meisten beschäftigen. Und deswegen wollen wir neben den Möglichkeiten von Operationen oder antihormoneller Therapie oder Embolisation oder hochfokussierte Ultraschall natürlich auch andere Dinge untersuchen und schauen, ob nicht immer gleich das Messer wirklich die beste Therapiestrategie ist. Und deswegen haben wir eine Studie konzipiert, erstmal bei Frauen, die zu uns kamen, um Platz zu finden. Da ging es genau auch immer in die Frage, ja, muss ich denn eine Operation durchführen und so weiter. Und wir aber gesehen haben, dass es durchaus erstmal Zeit gibt, nachzudenken. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Botschaft, unabhängig von dieser Studie, dass man bei Myomen in der Regel eine zweite oder eine dritte Meinung sich einholen kann, um zu schauen, ob eine Behandlung überhaupt sein muss. Und zwar hat das was mit den Symptomen zu tun, mit den Beschwerden zu tun, mit den Blutungen, mit dem Kinderwunsch und so weiter. Und wir haben jetzt erstmal Frauen ausgesucht für diese Observation. Das ist also eine Beobachtungsstudie. Man sagt in Wissenschaft, das ist der Blick über die Schulter. Dass man gar nicht jetzt das als Behandlungskonzept anbietet, sondern erstmal sagt, okay, das ist eine Frau, die Rat braucht, die Myome nachgewiesen hat, die wir im Ultraschall oder im MRT untersucht haben, die aber jetzt nicht so einen Behandlungsdruck hat, dass man gleich mit einer Intervention wie eine Operation antworten muss. Und genau diese Frauen haben wir gefragt, ob sie Interesse hätten, an der grünen Tee-Extraktstudie teilzunehmen, weil es schon Hinweise gibt aus vorklinischen Studien, also ohne Menschen, sondern an Modellen, aber auch an Menschen. Da gab es eine Studie aus Ägypten, die gezeigt hat, dass eben das Tumorwachstum eben gedrosselt, stabilisiert oder sogar verkleinert wird. Und deswegen wollten wir erstmal diesen ersten Aufschlag machen, um zu schauen, wie ist die Verträglichkeit, wie ist die Zufriedenheit, wie ist die Akzeptanz, weil die Patienten kommen zu uns an die Charité und wollen eine Behandlung und wir kommen dann plötzlich mit einer Studie zum grünen Tee und das war auch ein Experiment. Es war ja schon am Anfang, wie war denn die Akzeptanz bei den Frauen, wo sie gesagt haben, wollen Sie denn teilnehmen an einer Studie mit Grünteekapseln bei Myomen? Wie war denn die Akzeptanz? Haben Sie da gemerkt, wow, super, die Frauen sind begeistert, es gibt was anderes noch als OP oder Hormonbehandlungen? Also wie war die Rückmeldung? Das Echo war großartig, weil ich glaube, dass wir heute glücklich sein können, wenn wir mehr als eine Option haben. Das, glaube ich, macht gute Medizin aus, dass man nicht immer sagt, das muss dieser einzige Weg sein. Und deswegen war die Akzeptanz hier sehr, sehr groß. Und wir haben ja darum gebeten, ein halbes Jahr dann die Tee-Extrakte einzunehmen und die Compliance, die Adhärenz, also Zustimmung und auch das Dranbleiben an der Behandlung war sehr, sehr groß, sehr positiv. Okay. Und welche Kriterien mussten die Frauen absolvieren? Also wie haben sie das ausgewählt? Also die kamen zu Ihnen in der Myom-Sprechstunde, wie groß waren die Myome, wie alt waren die Frauen, hatten denn die Frauen Symptome? Genau, also alle Patienten waren in unserer Spezialsprechstunde, die von Herrn
Professor David, meinem Oberarzt, geleitet wird. Die Patienten haben also nachgewiesene Myome im Ultraschall. Wir haben die alle auch selber ausgemessen, dreidimensional, und haben natürlich die Anamnese erhoben, haben geschaut, dass sie eben keine Behandlung gerade bekommen und dass die Beschwerden so waren, dass man eben nicht eine Notoperation oder eine Notbehandlung machen muss. Also eine schwerste Blutung mit einer sehr starken Blutarmut wäre nicht geeignet für diese Studie gewesen. Also diese Patienten mussten wissen, dass sie eine Erkrankung haben, die Behandlung aber jetzt nicht bedrohlich ist, unmittelbar, und sie mussten natürlich die Information, Aufklärung verstehen, um auch Ja und Nein sagen zu können zur Teilnahme. Das waren so die grundsätzlichen Einschlusskriterien, so nennt man das in der Wissenschaft, Ein- und Ausschlusskriterien. Und sie mussten mindestens 18 Jahre jung sein, und die meisten Frauen waren um die 30 bis 50 Jahre jung und haben, wie gesagt, sich sehr gefreut, dass wir an der Charité diese Studie angeboten haben. Und danach haben die Frauen für 6 Monate die Kapseln eingenommen, richtig? Richtig. Okay, super. Und sie wurden dann nach 3 Monaten nochmal von Professor David evaluiert, also nochmal gesehen. Also es war ein Intervall von 3 Monate und dann nochmal die Abschluss, oder wie war das genau? Genau. 3 Monate, eine Zwischenevaluierung, um zu schauen, ob es irgendwelche Schwierigkeiten gab, und nach einem halben Jahr nochmal mit so einer Abschlussanalyse. Und es war im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit, also eine richtige Studie, das ist mit einem Ethikantrag, und wir haben auch eine sehr engagierte Promovendinnen gehabt, die sich da unterstützt hat. Und wir haben also nach der Verträglichkeit, da geht es ja auch um Sicherheit und auch um natürlich den Effekt auf die Myome dann untersucht. Und wie würden Sie die Studie, was sind die Ergebnisse der Studie? Also die Ergebnisse erstmal ist, dass die Akzeptanz sehr hoch war, dass die gute Nachricht ist, dass die wenigsten Patienten in der Phase eine so schnelle Problematik ihrer Myome entwickelt haben, die dann eine unmittelbare medizinische Intervention notwendig gemacht haben. Wir haben gesehen, dass einige kleiner geworden sind, einige sind stabil geblieben, einige wenige sind auch größer geworden. Also man sieht auf jeden Fall keinen negativen Effekt, weil Mediziner sind ja sehr konservativ in der Interpretation von Studien und auch sehr vorsichtig in ihrer Aussage. Wir können nur sagen, ja, das war die richtige Patientengruppe. Wir haben gesehen, dass das eben sehr gut vertragen wird. Wir hatten einige Patienten, die haben abdominelle Beschwerden gehabt, wahrscheinlich aufgrund des Pfeffers, der beigemengt war, um die Resorption zu verbessern, und haben darüber berichtet. Aber wir haben bis auf eine Patientin keine andere gehabt, die eben nicht die Therapie tatsächlich weitergeführt haben und auch in der Regel nach Abschluss der Studie das fortgesetzt haben. Und wir haben während der Studie einmal gemessen, Ultraschall, immer mit derselben Methode, am selben Gerät, und haben aber auch die Lebensqualität befragt. Wir haben gesehen, dass die meisten Patienten sich in ihrer Lebensqualität, ihrer Mobilität, ihrer körperlichen Wahrnehmung besser gefunden haben. Lebensqualität ist ein sehr komplexes Thema in der Wissenschaft. Das besteht aus körperlichen, sozialen und psychischen Wohlbefinden. Und wir haben gesehen, dass eben in diesem körperlichen Dimension die Patienten einen signifikanten, also statistisch keinen zufälligen Einfluss gesehen wurde zum Grüntee, unabhängig von dieser Myom-Effekte. Und deswegen denke ich, dass das durchaus auch für das Wohlbefinden der Frau von Nutzen sein kann. Wir haben geschaut in der gesamten Lebensqualität, wobei natürlich auch das Soziale dabei ist, wie sie arbeiten, wie die Verwandtschaft oder die Beziehung gerade funktioniert. Da haben wir keinen Effekt gesehen. Aber in dieser Subskala der körperlichen Wahrnehmung, Zufriedenheit haben wir einen Vorteil gesehen. Und das, denke ich, ist auch mal ein wichtiges Argument, weil auch das ist ja ein Zielkriterium in der Medizin. Also nicht nur, dass irgendwie etwas verschwindet, sondern dass ich mich besser, dass ich mich gesünder fühle. Und da denke ich, hat das grüne Tee-Extrakt-Experiment günstige Ergebnisse gezeigt. Also würden Sie die Studie als Erfolg bezeichnen? Ja, ich würde die persönlich als Erfolg sehen, weil, wie gesagt, es war ja nicht so angebracht zu beweisen oder auszuschließen, dass die Myome dadurch verschwinden. Das war ja gar nicht der Ansatz. Sonst müssten wir
das doppelblind randomisieren. Doppelblind würde bedeuten, die Patientin weiß nicht, dass da grüner Tee drin ist und der Arzt weiß nicht. Und dann gibt es einen Placebo-Vergleich. Und das wäre ein ganz anderer Ansatz. Und das war aber nicht unser Ziel. Wir wollten erstmal sehen, ist da was dran und kann man das nehmen? Weil ich denke, dass in der Medizin es ganz wichtig ist, dass wir über Medikamente reden. Aber genauso wichtig ist es zu wissen, was die Menschen sonst so machen. Was essen sie? Wie leben sie? Lebensstil? Wie gehen sie mit Ernährung, mit Bewegung um? Und dann kann ich doch das grüne Tee-Thema, ein großes Thema, nicht als Arzt völlig ausklammern. Und da ist es auch wichtig, dass wir Mediziner auch ein Gefühl dafür kriegen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, was ist gefährlich. Und daher habe ich jetzt viel mehr Selbstbewusstsein auch als Arzt, mit den Patienten im Rahmen der Gesundheit über grünen Tee zu reden. Das heißt sozusagen, wenn Frauen mit Myome betroffen sind, kann unterstützend zur Förderung der Lebensqualität Grünteekapseln empfohlen werden. Ja, ich denke, man kann das so sagen, auch wenn es wissenschaftlich anders kommuniziert werden würde, weil man würde sagen, es ist ein negativer Effekt nicht zu erwarten. Okay. Studien sind sicherlich zu begrüßen. Das ist so die klassische Kommunikation, aber das, was Sie gerade gesagt haben, würde ich so unterschreiben. Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, der grüne Tee. Und vor allem die Forschung mit dem grünen Tee und dem Wirkstoff des Epigallocatechin-Galat, also kurz gesagt EGCG, ist ja vielversprechend. Es gibt ja mehrere hunderte Publikationen, die jährlich publiziert werden. Und planen Sie an der Frauenklinik auch noch weitere Studien mit grünem Teeextrakt? Ja, gute Frage. Und wir beide im Dialog sind, also ich denke, dass das Thema Fatigue, Erschöpfungssyndrom, was ja nicht nur mit Krebserkrankungen zu tun hat, sondern selbst bei viralen Infekten, denken Sie an Covid-19 oder bei anderen chronischen Erkrankungen von großer Bedeutung ist, wo wir in der Medizin nicht sehr viele Instrumente haben. Da gibt es sehr schöne Hinweise, dass das vielleicht auch nützlich sein könnte. Und das wäre für mich ein ganz wichtiger Fokus, das Erschöpfungssyndrom mit unterstützend von grünem Teeextrakt zu begegnen. Das wäre eine wichtige wissenschaftliche Fragestellung. Sehr schön. Lieber Herr Professor Sihuli, ich danke Ihnen und ich danke Ihnen im Namen aller myombetroffenen Frauen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass in der Medizin wir einen Schritt weitergekommen sind. Und vor allem kann es viel Nutzen sein für viele Frauen, die sich dafür entscheiden, eben mehr grünen Tee zu trinken oder Grünteekapseln einzunehmen. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen alles Gute. Auch Ihnen alles Gute. Vielen Dank.